Heute sitze ich mal vor einem leeren Blatt und was gibt es heute? Wir zeichnen gemeinsam einen Baumstamm. Also eine häufig gestellte Nachfrage, wie wir so einen Baum grundsätzlich aufbauen und verstehen können. Also, los geht's! Grundsätzlich kann man erstmal sagen, der Baum ist wie ein Zylinder aufgebaut, so ein Baumstamm. Ja? So ein Zylinder funktioniert ja so ungefähr. Wie bekommen wir jetzt aber daraus einen Baumstamm? Zunächst, der Baumstamm ist ja unten breiter. Und dann hat er diese Wurzelanläufe. Mit denen er sich in diese Erde krallt. Hier machen wir auch noch einen ran. So kann man sich den Baumstamm ungefähr vorstellen. Ja, diese Rillen gehen hier mal tiefer rein, mal weniger tief rein. Aber auf jeden Fall haben wir hier diese Rundung und hier oben diese Rundung. Ja? Also wir gucken leicht rauf auf diesen Baumstamm. Dann legen wir mal hier unsere Lichtquelle fest. Und damit wir wissen, das Licht geht praktisch hier rum um diese zylindrische Form. Ja? Also das ist immer wichtig zu verstehen, die Lichtquelle festzulegen und die Perspektive festzulegen. Eine leichte Draufsicht und die Lichtquelle kommt von links. So, also jetzt hat der Baum hier oben ja meistens so eine Jahrringe. So. Die sind meistens am Anfang, ich komme ja aus der Forstwirtschaft, wächst der Baum schneller und am Ende werden die immer enger, weil je älter der wird, je langsamer wächst ein Baum und die Jahrringe zeigen ja, wie viel er in jedem Jahr gewachsen ist. So. Also ist es auch wichtig, das ein bisschen auf diese Art und Weise zu verstehen. So, jetzt ist der hier schon etwas abgeschnitten und etwas gerissen, ja. Man sieht die Spuren des Alters, wenn man so möchte. So, ich bin noch ein bisschen erkältet, deswegen hatte ich auch eine längere Pause gemacht. Also, wenn ich so ein bisschen nasal spreche, wem es nicht gefällt, der kann einfach den Ton leiser machen. Ja? So, also wir zeichnen hier Stück für Stück ein bisschen diesen Stamm oben lebendig. Ja? Ich habe hier einen 4B-Stift, also relativ weich. So, wir haben gesagt, wir haben einen gesamten Zylinder und die kleinen sind hier auch praktisch Zylinder. Ja? Also die sind praktisch, gehen hier von der Seite, also hier gehen hier rum. Ja? Also hier ist die lichtabgewandte Seite. So, hier unten machen wir das ein wenig stärker. Und hier auch ein bisschen dunkler, sodass wir etwas Tiefe in unsere Zeichnung bekommen. Ja, du siehst, wie er immer realistischer wird. Ich schraffiere das erstmal einfach hier ein bisschen munter drauf los. Und du merkst, wie das langsam durch diese Verteilung von Licht und Schatten eine Dynamik bekommt, also eine gewisse Lebendigkeit. Ja.
Bisschen Gras. So, hier auf dieser Seite machen wir genau das Gleiche. Also gehen wir auch mit ein bisschen Schraffur rein. Hier krallt er sich ja so richtig fest, der Baum, ja. Wenn du mitzeichnest, kannst du das ruhig etwas wahllos machen. Ja, das ist ja das Schöne an der Natur, man muss sich nicht zwangsläufig festhalten daran. Also nicht allzu genau zeichnen, man muss halt nur verstehen, dass es ein gewisses Grundkonstrukt gibt, ja, bei so einem Baumstamm. So, wir haben ja gesagt, das Licht geht hier rum um diesen Stamm. Also machen wir uns mal hier, du siehst die Hilfslinie, die soll uns nicht weiter stören. Also gehen wir schon mal hier etwas dunkler rein. Und den hier machen wir schon mal ein bisschen komplett dunkler. Ja. Weil der ist ja komplett im Schatten. Also du siehst, wir machen hier so ein bisschen Licht und Schatten rein. Und zeichnen jetzt diese einzelnen Wurzelanläufe ein bisschen dynamischer. Ja. Also ich gehe jetzt hier einfach rum, mache mal so eine Struktur, mal so eine Struktur, um das einfach etwas dunkler zu bekommen. Ja. Denkt dran, dass das immer hier Zylinder sind, einzelne. Und hier zeichne ich den Baum halt dunkler auf der Seite. Ja. Das praktisch zu sehen ist, hier bekommt er Licht und hier geht es ins Dunkle rein. So bekommen wir eine Dimension in unsere Zeichnung. Wenn du tiefer ins Zeichnen eintauchen willst, findest du unter dem Video den Link zu meiner Akademie. Dort erwarten dich die großen Zeichenkurse. Weiter geht's mit dem Video. Und immer schön so ein bisschen, auch nicht immer durchzeichnen. Ja. An so einem Stamm ist ja meistens Gras vorhanden. Ja. Ein bisschen höhere Gräser einzeichnen. So. Ich nehme jetzt mal die breite Seite vom Stift, um das hier noch ein bisschen schneller zu veranschaulichen. Du siehst, wenn man einfach so ein bisschen rumfummelt, ja, ist immer ganz gut, wenn du schon im Wald ein paar Mal warst.
dich nochmal zu erinnern, ja, wie so ein Stamm aussieht, so ein paar Merkmale so zu entdecken. Ja. Also ganz, ganz wichtig, hier hinten schön dunkel. Hier haben wir so einen Übergang und hier ist es halt ein bisschen heller. Ja. Ich habe eine kurze Bitte an dich. Ich würde mich sehr freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst und mir ein Like für dieses Video dalässt. Damit drückst du mir deine Wertschätzung aus und es motiviert mich, immer mein Bestes zu geben. Vielen Dank. Und hier einen schönen Riss mal reintiefen. Du siehst, wenn man ein bisschen größer zeichnet halt mit dem Bleistift, siehst du, wie groß die Zeichnung ungefähr ist, dauert es schon etwas länger. Ja? Besonders wenn man dann das Ganze ein wenig lebendiger zeichnen möchte. Ja? Das ist ganz normal. Ich sage immer, wichtig ist, ob man sein Ziel erreicht, was man so zeigen möchte. Ja, hier wieder so ein bisschen rausradieren. Warum? Um ganz einfach ein bisschen Dynamik reinzubekommen. Vielleicht hier einfach mal ein paar Gräser rüber zeichnen, ja, dass das nicht zu statisch wirkt. So, sind wir so ziemlich durch. Ja? Also, wenn ich dir wieder weiterhelfen konnte, freut mich das sehr. Lass mir ein Like da. Schau auch in die Playlist, die ich dir oben verlinke. Abonniere gern meinen Kanal und wenn du Fragen hast zu der Thematik, einfach rein in die Kommentare. Mich interessiert es immer, hat es dir weitergeholfen? Was hat dir besonders gut gefallen? Ich bedanke mich für dein Zuschauen und freue mich, wenn wir uns hier zum nächsten Video oder zu einem meiner größeren Zeichenkurse auf meiner Akademie wiedersehen.